Hello KarateTube Germany friends, today's video is a tribute to an old good friend of mine. It's about the life experience of Mario Campagna, an Italian born in Germany living 8 dan in self-defense, a grandmaster in several martial arts. The 71-year-old was a tough, full contact fighter in the heavyweight division in his prime. As he aged, he turned more to self-defense teaching. In his interview, he's sharing insights of his 50 years of experience. Mario, was ist dein Tipp, dein Ratschlag für junge Kampfsportler? Die haben jetzt frisch angefangen. Welchen Ratschlag kannst du ihnen geben? Also überhaupt Kampfsportler zu werden, man muss erst einmal saubere Grundlagen haben. Nicht einfach wie viele Schulen, möchte ich jetzt nennen wer oder was, aber schicken Leute mit Weißgurt ohne Grundtechnik zum Kampf. Und was passiert? Passieren Unfälle und die haben dann keine Lust mehr und verlassen dann diese Sportart. Was wichtig ist, ist die Grundlagen erst einmal, so bis zum Grüngurt, sagen wir mal jetzt trainieren, saubere Grundtechnik und dann langsam im Kampf. Bloß, was wichtig ist, im Kampf diese explosiv, man muss explosiv sein, um überhaupt einen Kampf zu gewinnen. Und was soll ich sagen, die müssen den Willen haben, die müssen auch geeignet sein und, vielleicht ein Temperament zum Sport. Ja. Also, das sind die wichtigsten Punkte eigentlich. Mario, was war dein schönstes Kampfsporterlebnis in, wie lange magst du jetzt schon? 45 Jahre, 45 also Jahre, ja. Angefangen mit Box fast 50 Jahre jetzt. Ja, schönste waren schon schöne Ereignisse, aber einmal hat mich so richtig Freude gemacht und das war meine Prüfung in Regensburg zum 3. Dan Taekwondo, als ich gewartet habe, also und ein Mann sagt von Ihnen, heute warst du der Beste. Sagen zu mir, ich sagte, ich glaube nicht, ich glaube, ich bin durchgeflogen, weil bei der Ehrung mein Name kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und bis dann am Schluss, in die letzten 3 Besten war ich dabei. Das hat mich so gefreut. Die 3 großen Prüfer, Wilfried Arlof, Magos und Chan-Chi, Koreaner. Und es hat mich wirklich gefreut. Es war einmal, wo ich gesagt habe, das war wirklich schön. Prost! 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 Manchmal später werde ich leer, du bist leer. Ich bin leer. Aber dann gebe ich dir. Mario, du bist ja ein sehr erfolgreicher Vollkontaktkämpfer im Taekwondo gewesen. Was sind da deine Erinnerungen? Was war dein schönster Moment? Welcher Kampf? Ja gut, ein Kampf, das war die internationale Münchner Meisterschaft, wo auch Ausländer dabei waren, also Ausländer in dem Sinn Spanier, Italiener, also international. Und da habe ich einen Kampf gehabt und habe meine Bekannte wurde voll getroffen und haben sie mit der Bahre raustransportiert und ich war stinksauer. Ich komme dann gegen diese, es war ein farbiger Mann und der war ziemlich stark, kämpfe ich gegen ihn und er hat meine Freunde praktisch rausgeschmissen durch einen Schlag, starken Schlag.
Und bei mir auch tritt er mit rückwärts tritt er immer an der Oberschenkel, hier alles blau, bis ich dann ganz so sauer geworden bin. Auf nah dran, fast Umarmung, mache einen ganz leichten Schritt nach hinten und mit Nerio Ciagi habe ich voll getroffen an die Nase und Zähne gebrochen, Nase Halbbruch, Krankenhaus. Gut, okay, und das muss ich sagen, das habe ich gemacht, weil ich so sauer war. Er hat mir so tief geschlagen, mein Freund hat ihn auch rausgeschmissen und da bin ich sauer und da habe ich dann wirklich voll Einsatz. Mario, im Kampfsport merkt man oft deine heißblütige italienische Herkunft. Hast du einen Bezug zu Italien? Du lebst ja schon wie lange in Deutschland? Naja, 50 Jahre. 69 bin ich gekommen. Schon 50 Jahre, ja. Ja, Bezug, bis vor einigen Jahren waren wir immer in Urlaub. Als noch mein Vater und meine Mutter gelebt hat, waren wir immer unten. Bezug war ja okay, wir haben Urlaub gemacht. Mit meiner Frau und der Markus war auch dabei. Aber seit meine Eltern nicht mehr da sind, habe ich immer noch ein bisschen Kontakt zu meinen Brüdern und so, aber es ist natürlich nicht mehr so wie früher. Aber ich habe immer Heimweh. Immer wieder ab und zu muss ich runter, entweder auch alleine, egal, ich muss mal vielleicht fliegen, mal kurz. 2018 war ich 4 Wochen war ich unten. Markus ist nachgefahren. Diane wollte eigentlich nicht, weil sie wollte sich auch ein bisschen ausruhen, allein. Und ja, aber in sich zieht mich immer wieder mal nach Hause. Mario, du warst ja früher der knallharte Taekwondo-Vollkontaktkämpfer. Jetzt im Alter bist du bekannt für exzellente, ausgezeichnete Selbstverteidigung. Wieso hat sich der Schwerpunkt mehr zur Selbstverteidigung verlagert? Eigentlich mache ich immer noch trotzdem. 2017, 2019, 2020, nein 2018 und 2019 habe ich noch also die Leute im Formenbereich so weit gebracht, dass ich mehrfacher deutscher Meister gehabt habe, obwohl es waren auch Vereine, die in der Deutsche und Bayerische Taekwondo Union und dabei waren. Über 120 Starter haben wir wirklich so gute Platzierungen gehabt, aber ich habe wirklich gut vorbereitet. Ja. Selbstverteidigung, das ist für mich so. Ich habe sehr viel an Schulen unterrichtet, früher, Volkshochschulen und so weiter. Und da habe ich immer also meine Selbstverteidigung weitergemacht, weil ich gedacht habe, alleine nur Fuß und so, ich wollte noch mehr lernen und so weit bin ich dann so weit gekommen. Die Selbstverteidigung finde ich sehr, sehr wichtig, aber man muss aber auch eine Selbstverteidigung, die auch für die Straße funktioniert. Nicht nur Mods da, Leute kommen und machen das und funktioniert nicht. Ich mische die Selbstverteidigung, indem ich sage, okay, ich schlage auch, ich mache Hebel oder ich mache mal einen Wurf. Und das finde ich schon wichtig, diese Kombinationen. Und die Leute sollen das unbedingt lernen. Also ein Schwarzgurt ohne Selbstverteidigung ist noch kein Schwarzgurt. Ein Mann, der jetzt ein Erster dann mal macht, egal ob jetzt ein Judo-Mann ist oder ein Karate oder Taekwondo oder Jiu-Jitsu-Mann und so weiter. Jiu-Jitsu ist sowieso ein ausgesprochener Selbstverteidigungssport. Da ist sowieso schon mit Kind, die trainieren das immer. Aber die Leute, die nicht das immer trainieren, muss trotzdem der Trainer das zeigen, diese Verteidigung für den Ersten Dan und für die Straße auch, was da die bestimmten Angriffe, die gibt und so weiter. Und die müssen unbedingt auch durchgemacht werden, indem bei dem Ersten Dan zeigen soll. Sogar die Judo-Leute müssen das auch. So. Macht vielleicht Werbung? Einen guten Wunsch. Wer macht das mal? Schnitzel kommt auch. Ja, danke. Hallo YouTube-Freunde, ich hoffe euch hat das Interview mit Mario gefallen.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Danke, Jürgen. Bis zum nächsten. Gut. Ciao. Nochmal. Dear channel friends and martial arts comrades, thank you for watching my videos. Please reward me for the work of filming, editing and sharing my knowledge with a like, a nice comment and subscribing to my YouTube channel. Yours, Jürgen from Germany. Fassen. Ja. Dreh. Wir lassen ein bisschen los, weil sonst kommen diese Griffe vorher schon. Ah, das ist bösartig. Das ist böse. Der bricht dann. Ja. Ne, und da